Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, beziehungsweise ihr seid, wenn ihr das Video anguckt, seid ihr auch auf dem neuen Kanal. Für die Zuschauer, die von Vitya Wolf Tutorial rübergekommen sind. Und ansonsten für die neuen Zuschauer, die hier auf den Kanal gekommen sind, auf diesem Kanal geht es um Kauftipps, und zwar Autokauftipps. Heute haben wir einmal den CLS und über den wollte ich einmal mit euch sprechen. Ich habe auch ein paar Unterlagen hier mir zusammengetrommelt, was ich so alles bräuchte. Wir haben ja ein Video über den Mazda 6 gemacht und auf dem Kanal wollte ich für mehrere Autos Kauftipps machen. Und zwar, wo sind die Unterschiede vom Facelift zu Vor-Facelift, Wartungsintervalle, Kosten, Versicherung, Steuer, Fahrzeugmenge und. Kauftipps machen auf meine Art, beziehungsweise mit euch das Ganze zusammen ausarbeiten. Deswegen schreibt bitte unten in die Kommentare, von welchen Autos möchtet ihr Kauftipps haben und wie stellt ihr euch auch die Kauftipps vor. Zum Beispiel Mazda 6 haben wir ja ein Video gemacht, könnt ihr euch auch natürlich gerne angucken und dort auch einen Kommentar dalassen, ob euch das Ganze so gefällt, was man auslassen kann, was man mit dazu nehmen kann. Deswegen würde ich euch auch vorschlagen, guckt das Video hier bitte komplett durch. Ist etwas länger, weil ich versuche wirklich so viel wie möglich mitzunehmen, damit die Person, die sich zum Beispiel ein CLS kaufen möchte oder irgendein anderes Auto, wirklich sehr, sehr gut auf dem Kanal informiert ist, beziehungsweise in dem Video. Und deswegen könnt ihr auch natürlich gerne, wenn ich irgendwas vergesse oder irgendwas nicht erwähne, das natürlich auch alles unten in die Kommentare schreiben, damit derjenige gut informiert ist über das Fahrzeug. Ja, wir haben hier einmal den Mercedes CLS W219, ja, Sportcoupé. Basis ist von einer E-Klasse und ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Das ist der Dieselmotor und da kommen wir auch zu dem ersten Punkt. Also, dieses Fahrzeug gibt es quasi nur als Limousine, Viertürer-Coupé, Baujahr 2004 bis 2010 gebaut. Benzinmotor und Dieselmotor gibt es. Facelift hat man ab Baujahr 2008 eingeführt. Wir werden da aber noch genauer darauf eingehen, wo die Unterschiede sind. Das alles nur ein bisschen so Vorwort dazu. Ich blende euch, ich werde jetzt nicht jeden Motor hier einzeln auflisten, aber ich blende euch das Ganze mal ein. Und zwar Benziner von 3 Liter bis 6,2 Liter gibt es da. Die Motoren. Liste das Ganze hier einmal auf, dann könnt ihr da Pause klicken oder zurückspulen und euch das Ganze angucken. So, den Dieselmotor, da gibt es nur einen. Der 3 Liter Dieselmotor, das ist der auch. Das ist übrigens der 350er, CLS 350. Es gibt noch den 320er, der ist vom Baujahr 2004 bis 2009 und der von 2009 bis 2010 ist der 350er. So. Facelift 2008. Was gibt es dazu noch zu erwähnen? Das ist auch übrigens der OM 642. Das hier ist auch übrigens der Baujahr 2009 CLS. Das bedeutet auch der Facelift Motor, Facelift Auto und Motor natürlich. Ja, kommen wir einmal erstmal zu dem Gesamtauto. Auf gewissen Plattformen, wie zum Beispiel Wikipedia, gibt es Angaben wie Länge, Breite, Höhe. Das Ganze würde ich jetzt gerne ausmessen, damit wir auch mal tatsächlich die Länge, Breite und Höhe haben. Ja, also die Maße, die ich gemessen habe, ich habe gemessen Länge 4850 mm, also 4,8 und laut Internet 4910. Ich denke mal, wir blenden das mal so ein. Breite, ich habe gemessen von außen, wie habt ihr gesehen, von Außenspiegel zu Außenspiegel
Ich habe 2,10 Meter gemessen, also 2100 mm breit und laut Internet 1873 mm. Die Höhe habe ich Antennenspitze genommen, 1410 mm, laut Internet 1390 mm. Ja, das zu den Maßen. Dann kommen wir einmal zum Gewicht. Laut Internet 1730 Kilogramm bis 1920 Kilogramm. Natürlich je nachdem Luftfahrwerk, kein Luftfahrwerk, der hat kein Luftfahrwerk. Da ist natürlich dann ein Unterschied drin, je nachdem welche Ausstattung. Er hat aber dafür zum Beispiel eine Standheizung. Laut Fahrzeugschein 1815 Leergewicht. Die Angaben, die ich vorgelesen habe, ist alles Leergewicht. Dazu blenden wir alles ein. Das zu den ganzen Klamotten. Gehen wir weiter. Ja, kommen wir zum Motorraum. Das ist der Dieselmotor. Wir können hier die Motorhaube auch komplett einmal nach oben klappen. Also wenn man einen Hebel betätigt, dann kann man die Motorhaube auch komplett öffnen. Ist sehr mechanikerfreundlich und echt Bombe manchmal, wenn man an den Autos schrauben muss. Ja, wie gesagt, das ist der Dieselmotor, der V6 Dieselmotor, muss man dazu sagen. Also 6 Zylinder. Ja, gehen wir einfach mal durch. Das ist natürlich jetzt zum Benziner unterschiedlich. Wir gehen hier quasi den Dieselmotor durch. Kühlwasserbehälter befindet sich hier. Wenn wir hier den Deckel öffnen, dann befindet sich hier einmal der Bremsflüssigkeitsbehälter, Sicherungskasten. Wir haben einen Ölpeilstab, was sehr gut ist. Es gibt nämlich Modelle, ich weiß jetzt nicht, ob es beim CLS, beim Benziner, es gibt Modelle, da ist kein Ölpeilstab da. Ja, wir haben 2 Luftfilterkästen bei dem Dieselmotor und der Kraftstofffilter sitzt hier. Beim Kraftstofffilter gibt es 2 kleine Unterschiede. Kraftstofffilter mit Wassersensor und ohne entweder Wasser oder Kondenswasser. Also auf jeden Fall mit einem Sensor. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt. Ölfilter befindet sich hier. Servolenkung befindet sich hier. Ja, einen Turbolader hat er. Was gibt es da noch zu erwähnen? Eigentlich nichts. Öldeckel. Hier einmal das Thema Bremse. Es gibt Modelle vor Baujahr 2006 mit SBC. Ich blende da mal ein Bild ein, wenn ich was finde. Da befindet sich immer so ein Knubbel dran. Da könnt ihr immer unterscheiden, ob er SBC hat oder nicht. Steht aber auch meistens drauf. Der hat nämlich keine SBC-Anlage. Das bedeutet quasi, die Modelle vor Facelift haben auf jeden Fall, ja gut, es gibt da, ja gut, bis Baujahr 2006 habe ich recherchiert mit SBC auf jeden Fall und danach ab 2006 gibt es Modelle ohne SBC. Scheibenwischwasser und ich glaube, hier haben wir jetzt nichts mehr Interessantes. Innenraumfilter. Eine kleine Zusatzbatterie haben wir hier nicht. Ansonsten gibt es nichts Interessantes mehr hier zu zeigen, zu erzählen. Außer natürlich, wenn wir über die Krankheiten sprechen. Sehr, sehr häufig und bekannter Fehler ist und bleibt der Ölkühler. Im V, ich blende so ein kleines Bild ein, das ist von Vitja Wolf Tutorial. Da könnt ihr drauf gehen und da könnt ihr euch einmal so eine Reparatur angucken. Da müsst ihr aber auf den anderen Kanal gehen. Wir verlinken alles unten, wie dieser Ölkühler quasi gewechselt wird und die Krankheit davon. Ja, wenn der Motor natürlich nicht gut gepflegt wurde, deswegen wichtig, wenn ihr so ein Auto kauft, dass ihr wirklich Checkheft habt, was das Problem hier auch ist, dass er ein digitales Checkheft hat. Das heißt, wenn das in der Freien gemacht wurde, wurde das nicht eingetragen. Und wenn der Motor nicht gut gepflegt wurde, dann fliegt der Turbo sehr, sehr gerne. Ja, Ölverlust, wie gesagt, Krankheit, Ölverlust, Turbo, wenn er schlecht gewartet wurde, Abgasrückführungsventil geht gerne kaputt. Aber AGR hast du eigentlich bei jedem Auto Probleme. Ja, Luftfilter, wenn die nicht regelmäßig gewartet werden, Probleme mit den Luftmassenmessern,
Luftmassenmesser muss auch grundeingestellt werden, wenn die Luftfilter gewechselt werden. Das bedeutet, wenn man selber schraubt und Luftfilter wechselt, wichtig, Grundeinstellung durchführen, dass er weiß, dass er einen neuen Luftfilter bekommen hat. Ja, ansonsten gibt es Probleme mit den Düsen oder kann es Probleme mit den Düsen geben, dass die gerne undicht werden. Ja, das sind so die bekannten Krankheiten, aber was man dazu sagen muss, er hat echt keine Probleme mit der Steuerkette oder sehr, sehr selten, weil es ist wirklich immer das A und O, je nachdem, wie die Autos gewartet werden. SBC bzw. ABS-Blöcke machen so oder so Probleme, dass die Elektrik da mal kaputt geht, genauso wie auch bei diesen CLS-Modelle, E-Klasse, CLS, bekannte Krankheiten, dass die mal Probleme machen. Das grob dazu erklärt. Ja, Glühkerzen ist klar, elektrische Bauteile, Glühkerzen verschleißen auch, so dass das Steuergerät zu empfehlen ist mitzuwechseln. Glühkerzensteuergerät sitzt hier, aber ja, die einzigste hohe Reparatur, die passieren kann, ist der Ölkühler Turbo Getriebe. Getriebe natürlich, 7-Gang-Getriebe, was heißt natürlich, 7-Gang-Getriebe, wichtig, Wechselintervall einhalten. Gehen wir auf die Wechselintervalle ein? Ja, um die Klimaanlage zu befüllen, ist auch kein Problem. Beide Anschlüsse sind hier, Hochdruck, Niederdruck. Nicht, dass man so irgendwelche Bauteile ausbauen muss, um da auf Krampf irgendwie Kältemittel zu wechseln. Wichtig, Empfehlung, alle 2 Jahre Kältemittel auch zu wechseln, damit der Klimakompressor nicht hops geht. Ja, und was man halt dazu auch noch sagen muss, wenn das Ganze immer schlecht gewartet wird, dann hat man auch natürlich anschließend, wenn zum Beispiel AGR-Fehler drin ist, man fährt damit weiter, dass der Partikelfilter dann auch irgendwann zu ist. Partikelfilter ist auch so irgendwann zu, weil der irgendwann so viel Asche hat, dass das mal freigepustet werden muss, also ausgebaut werden muss. Aber DPF hast du allgemein in jedem Auto, der Partikelfilter hat, auch Partikelfilterprobleme irgendwann. Ja, kommen wir zu den Wechselintervallen. Egal jetzt ob Benzin oder Diesel, Innenraumfilter alle 60.000 oder 2 Jahre. Kraftstofffilter, je nachdem ob er diesen Sensor hat oder keinen Sensor hat, aber man sagt alle 60.000 oder 4 Jahre. Luftfilter, alle 80.000 Kilometer oder 48 Monate oder 4 Jahre. Was ich für zu lang finde. Bremsflüssigkeit, alle 2 Jahre. Kühlwasser, alle 250.000 Kilometer, das heißt einmal im Prinzip, oder 15 Jahre, was echt viel zu lang ist. Getriebeöl, alle 60.000, egal wie viele Monate, alle 60.000 Getriebeöl, macht das auch, damit ihr da wenig Probleme habt, beziehungsweise gar keine Probleme habt. Sonst, wenn das alles nicht eingehalten wird, sogar überzogen, und ihr kauft halt so ein Auto, wo die Wartung schlecht gemacht wurde, dann habt ihr automatisch, kommen irgendwelche quasi Folgefehler, irgendwelche Bauteile fliegen euch um die Ohren und. Das heißt, achtet darauf, dass ihr ein gepflegtes Auto kauft. Das aber auch abgesehen jetzt vom CLS. Ja, das dazu. Aber was man dazu erwähnen muss, der Wechsel ist relativ einfach. Es ist nicht so, dass der Kraftstofffilter irgendwie ziemlich weit verbaut ist. Also man muss jetzt keine heftige Reparatur machen, um irgendwie die Service-Sachen zu wechseln. Luftfilterkästen raus, Luftfilter wechseln. Kraftstofffilter raus, wechseln. Bremsflüssigkeit, der Behälter, man kommt super dran. Innenraumfilter, man kommt super dran. Man könnte sogar rein theoretisch sehr, sehr viel selber machen. Das dazu. Getriebeöl, da haben wir auch schon ein separates Video zu gemacht, jetzt nicht zum CLS, sondern zu dem ML, ist im Prinzip dasselbe Getriebe. Blenden wir auch mal ein. So erfolgt der Getriebeölwechsel und dann natürlich auch auf die richtige Freigabe achten. So, Motoröl, natürlich alle 30.000 Motoröl wechseln. Unten machen wir Ölwegweiser rein, da könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Ölmenge 8,5 Liter bekommt er. Das ist, warum sage ich das? Damit ihr euch circa immer eine Preisliste, ihr könnt recherchieren, 8,5 Liter, 5,30, je nachdem welches Öl ihr fahren möchtet, von welcher Marke, dann habt ihr die Möglichkeit, das Ganze euch selber zu kalkulieren, rauszusuchen, welche Marke ihr drin haben wollt, damit ihr euch quasi den Unterhalt rechnen könnt, so viele Jahre muss ich das machen. Das
Habe ich bei Mazda zum Beispiel für euch schon vorgerechnet, aber die Preise ändern sich und das Video wird auch älter und deswegen sage ich euch, wann der Wechselintervall ist, damit ihr euch selber planen könnt, wann ihr wie die Wartung macht und wann ihr den zur Wartung fahrt, weil ihr ja quasi einen Gebrauchtwagen kauft, das ist ja mittlerweile kein Neuwagen oder Leasing und ihr quasi selber entscheiden könnt, wann ihr was wechselt. So ist das halt. Ne? Und deswegen werde ich da jetzt keine Preise zu sagen, so dass ihr das schön selber dann kalkulieren könnt, ist ja mittlerweile alles kein Problem. Ja, kommen wir als nächstes zu der Versicherung und Steuer. Versicherung, je nachdem natürlich, wie man eingestuft ist, also schadensfreie Jahre, das erzähle ich jetzt für die, die zum Beispiel Führerschein mit 18 machen, ja, gerade den Führerschein fertig haben. Steuer bei so einem Fahrzeug ist ja natürlich jetzt wieder je nachdem, aber ich rede jetzt über die 3-Liter-Maschine, 3 Liter Dieselmotor, 475 Euro pro Jahr und circa Versicherung, je nachdem, ob ihr jetzt, je nachdem wie viel schadensfreie Jahre ihr habt und natürlich macht ihr Teilkasko, Vollkasko, wie viel Selbstbeteiligung, da unterscheidet sich das natürlich immer. Ich kann aber euch circa sagen, da seid ihr circa bei 90, 100 Euro circa dabei. Monatlich, je nachdem natürlich, circa. Damit ihr das grob umschlagen könnt. Ja, an der Front, woran ihr sofort ein Facelift-Auto erkennt, ist einmal der Kühlergrill. Er hat nämlich 2 Speichen. Die Vor-Facelift-Modelle haben nämlich 4 Speichen. Ich blende das alles auch ein, damit ihr euch das Ganze angucken könnt. Ja, und was wird dann gerne gemacht? Wird einfach nur der Kühlergrill gerne gewechselt bei den Vor-Facelifts. Aber es gibt noch weitere diverse Punkte, woran ihr Facelift und Vor-Facelift erkennen könnt. Aber hier, das ist ein sehr, sehr bekanntes Merkmal. Hier muss man ein bisschen unterscheiden. Die Kennzeichenhalterung ist eigentlich umgedreht und verläuft eigentlich hier. Die wurde hier umgedreht, sitzt so. Ist nicht richtig und auch nicht gut. Warum? Weil hier sitzt der Ladeluftkühler und hier soll eigentlich Luft durchkommen, damit Ladeluft abgekühlt wird. Aber hier wurde aus Optik das Ganze einmal umgedreht, damit das optisch besser aussieht. Kann jeder selbst entscheiden. Deswegen sieht er auch ein bisschen anders aus als die anderen Facelifter, weil das hier einmal umgedreht ist. Aber woran man noch erkennt, ist einmal wie heißen die Luftgitter. Die sehen auch anders aus als die vom Vor-Facelift. Die sind auch durchgehend. Wir blenden da Bilder mal ein, damit ihr euch das Ganze dann angucken könnt. Ja, die PDCs sehen auch anders aus als die vom Facelift, als die vom Vor-Facelift. Blende ich auch einmal ein. Die sind dann einmal so ein bisschen größer. Ja, weiter geht es mit dem Scheinwerfer. Xenon-Scheinwerfer. Mir ist nicht bekannt, dass es da beim Facelift Halogenscheinwerfer gibt. Und es gibt noch Varianten als Bixenon, das heißt Hauptscheinwerfer und Fernlicht als Xenon. Hier ist Fernlicht als Halogen und Xenon Abblendlicht, Xenon, Fernlicht, Halogen. Und den gibt es noch als Bixenon. Ja, Xenon. Xenon kann teuer werden. Es gehen auch gerne die Steuergeräte kaputt. Es gehen auch gerne die Lampen kaputt. Hier kommen D2S-Lampen rein. Könnt ihr dann gerne Kauflink machen, war unten in die Videobeschreibung. D2S. Da kann ich jetzt schlechten Preis sagen, weil es gibt unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Marken und sehr, sehr viele D2S-Lampen, wo mehr Blau, mehr Helligkeit, mehr Sicht und. Deswegen, aber so grob, ich sag mal, die günstigste kriegst du schon für 50 Euro oder so. Und der Wechsel ist überhaupt kein Problem. Ihr müsst nicht irgendwie Scheinwerfer ausbauen. Es gibt Modelle, jetzt nicht dieses Modell, dass man zum Beispiel Stoßstange runter machen muss, um irgendwie da an eine Lampe dran zu kommen. Man kommt hier super, den Behälter kriegt man zur Seite und auf der anderen Seite kommt man auch gut an die Deckel dran. Also der Wechsel ist hier kein Problem. Ja, und hier könnt ihr sehen, der hat eine Scheinwerferreinigungsanlage. Das bedeutet, wenn ihr auch jetzt nicht wisst, hat er Xenon oder hat er kein Xenon, wenn er die Teile hier hat, Scheinwerferreinigungsanlage, ja okay, manche haben auch so Scheinwerferreinigungsanlage, aber mit einer Scheinwerferreinigungsanlage und einer Linse
wird er sehr wahrscheinlich Xenon haben. So sieht das Ganze hier einmal aus, was das hier für Klappen sind. Ein besonderes Merkmal, beziehungsweise wir haben hier auch noch Ausstattung, das dann Keyless Go hat. Das bedeutet, wir können hier abschließen, Schlüssel in der Tasche, zu, und hier befindet sich auch noch eine Taste zum Aufmachen. Und was man hier merkt, er hat keine Fenster, er hat keine Fensterrahmen, also die Scheibe ist quasi lose. Und was man dazu bedenken muss, die Scheibe fährt hier nachher noch ein Stück hoch. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, dass es da auch Probleme geben kann, wenn Zubehör, Fensterheber nicht gut verbaut wurden, dass das alles nicht richtig dicht sitzt, nicht richtig eingestellt ist, weil man hier viele Einstellmöglichkeiten hat, und darauf auch achten, dass das wirklich sehr gut hoch runterfährt, gleichmäßig. Ja, ein ganz besonderes Merkmal ist, Facelift erkennt ja auch diese Blinker, sind anders. Wir blenden die anderen mal ein und die sind auch LED-Blinker, aber keine Dynamik. Und der hat jetzt keine Umfeldbeleuchtung. Ich glaube, es gibt auch gar keine mit Umfeldbeleuchtung. Ja, und daran könnt ihr auch erkennen, Facelift. Vor Facelift, Facelift, der hat andere Blinker. Ja, und was beim CLS halt typisch ist, was auch bei den ganzen anderen Modellen beibehalten wurde, sind die schmalen Fenster. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Man muss sich daran gewöhnen, wenn man drin sitzt, also dass die etwas kleiner sind als sonst, aber überhaupt kein Problem. Man sieht alles, ist nur eine Gewöhnungssache, und es ist hinten etwas schmaler, das bedeutet, große Leute haben hinten ein bisschen Probleme beim Ein- und Aussteigen, aber ansonsten sieht das schon sehr, sehr, ja, quasi zeitlos elegant aus, aber das kann jeder selbst beurteilen, wie er das findet. Ja, ich persönlich bin nicht groß. Der Sitz ist jetzt gerade ziemlich nach hinten. Das ist so eine Standardeinstellung. Ja. Ne? Aber da kommen wir noch später zu in dem Innenraum. Aber das so ein bisschen zur Seite. Also quasi die Seite einmal, dass man drüber spricht. Ja, so sieht es quasi im Innenraum aus. Und ein sehr besonderes Merkmal ist, er hat ein Facelift. Modelle haben andere Lenkräder, beziehungsweise hat ein anderes Lenkrad. Wir blenden das vor Facelift ein. Und ja, was gibt es hier eigentlich zu erwähnen? Ambientebeleuchtung hat er, quasi nachts leuchten hier zwei kleine Lampen. Und an den Türgriffen, aber er hat nicht diese typische Mercedes-Ambiente-Beleuchtung, die hat er nicht. Und ansonsten, was ich dazu sagen muss, das Material, also es fühlt sich sehr, sehr hochwertig an, beziehungsweise es ist auch sehr hochwertig, die ganzen Kunststoffe. Und es ist nicht so, das Auto ist ja Baujahr 2009 und das ist alles nicht so vergriffen wie so typische Modelle, dass sich das alles so abblättert. Das Einzige ist, dass hier am Schaltknüppel ziemlich gut das Ganze quasi weggeschliffen ist. Aber ansonsten ist nicht so, dass die Schalter oder so ausbleichen oder abgehen, und das hält alles sehr, sehr lange und sehr, sehr gut, wenn man das Ganze natürlich pflegt. Und ja, es gibt ja zum Beispiel bei den VW Passats oder so, dass überall diese Beschichtung überall abgeknabbert ist. Und das Ganze ist halt nicht so. Es fühlt sich alles wirklich sehr, sehr wertig an. Fühlt sich sehr wertig an. Genauso wie also das Leder und alles. Das ist so, wie man das Ganze hier spürt. Ja, das Ganze hat eine Standheizung über Funkfernbedienung. Was gibt es da eigentlich noch zu erzählen? So, ich nehme euch mal so mit. Dann haben wir hier halt quasi Fensterheber, Spiegelverstellung. So, da sieht man die Taste für Heckklappe. Mit einem Taster ist das Ganze auch auf.
Ja, Lichtautomatik haben wir. Lichtschalter. Dann, wir könnten hierüber starten, also schlüssellos. Haben hier die ganzen Fächer. Das einzige Manko, was mir aufgefallen ist, kein Getränkehalter. Kein Getränkehalter hier. Ja, wir haben ja Klima, das typische Standard. Radio, Navi, kann man sich natürlich alles umändern, wie man möchte. Standheizung. Dann einmal fürs Getriebe, Sport, Komfort. Wir haben hier Sitzheizung. Hier sind die Tasten für Sitzheizung, aber keine Sitzbelüftung. Es gibt eine Ausstattungsvariante mit Sitzbelüftung. Die haben wir nicht. Ja. Und dann halt ja, Navi updaten kann man, Video, der Standardkram, was jetzt nicht so interessant wäre. So, was können wir hier alles hier sehen? Reichweite zeigt er an. Man kann zum Beispiel Außenspiegel einklappen, ausmachen. Standheizung natürlich einstellen. Beleuchtung kann man einstellen. Am Kombi-Instrument kann man rumspielen. Also das typische. Geschwindigkeit, Sprache, Anzeigeeinheit. Wofür man einen Kompass braucht. Außentemperatur. Motortemperatur gibt es ja auch irgendwo. Hatte ich mal gefunden gehabt. Aber ja. Tempomat hat er. Hier darüber könnt ihr erkennen, ob er Tempomat hat, wenn ihr ein Auto sucht. Ja, Freisprecheinrichtung. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nichts zu erzählen. Ne? Dass ihr das Ganze so ein bisschen mal euch angucken könnt, wer Interesse an so einem Fahrzeug hat. Ja, und in dem Fall Regensensor hat er auch für die Wischer, dass das automatisch anspringt. Ist halt natürlich alles eine Ausstattungsvariante. Ja, leider eine bekannte Krankheit ist es, dass die Tachos gerne mal kaputt gehen. Ist halt eine Krankheit, dass die ausfallen, dass die nicht anzeigen und. Bei der E-Klasse genauso wie beim CLS. Sehr gerne gehen die kaputt. Und ja. Ansonsten haben wir hier noch eine Taste, wo wir hinten die Kopflehnen runterklappen können. So, er hat die Möglichkeit, oder es gibt die Möglichkeit, Sitze zu haben, wo man die Sitze viel bequemer einstellen kann. Ich habe vergessen, wie diese Einheit hier heißt, wo man quasi per Luftdruck sich hier die Bälge aufpusten kann. Dann setzen wir uns mal hinten rein. Wir haben hier Fächer. Ja, aufladen. Und ja, ansonsten die Teile gehen sehr gerne kaputt, reißen hier ab. E-Klasse genauso wie auch CLS. Ja, gucken wir uns den Heckbereich an. Beziehungsweise Kofferraum. Sehr gerne Krankheit. Die dritte Bremsleuchte geht sehr gerne kaputt. Ja, die dritte Bremsleuchte geht sehr gerne kaputt. Austausch richtig problematisch, weil Rücksitzbank lässt sich nicht runterklappen und hier ist quasi die Hutablage, die raus muss. Sehr krampfhaft das zu wechseln. Kennzeichenbeleuchtung genau gleich, geht auch gerne kaputt. Und wenn man die Leuchtmittel wechseln will, umrüsten will auf LED, muss diese Leiste hier komplett ab. Die ist geklebt, sehr krampfmäßig.
Ja, ansonsten haben wir die Möglichkeit, das Ganze auch mit Schlüssel aufzumachen. Ist auch nicht selbstverständlich, dass mittlerweile Schlüsselmöglichkeit hinten ist. Gelesen habe ich 505 Liter Kofferraumvolumen. Und ja, was an dem Kofferraum Manko ist, man kann die Rücksitzbank nicht umklappen, so dass man seine Holzlatten nicht transportieren kann. Man hat nur eine kleine Kuhle, die man umklappen kann. Das ist mal richtig hell hochgedreht, im Kofferraum so dunkel ist. Die andere Seite eben aufmachen. Ja, und eine Armlehne hat man hinten, was ich jetzt nicht erwähnt hatte. Das eigentlich zum Kofferraum. Die Batterie befindet sich auch hinten im Kofferraum. Und zwar da hinten. Ja, die Batterie befindet sich hier hinten. Man hat auch keine Überbrückungsmöglichkeiten vorne. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man hinten mit dem Schlüssel aufmachen kann, weil sonst, wenn Batterie tot ist, vorne Motorhaube kann man nicht überbrücken. Man muss den Kofferraum aufbekommen. Deswegen ganz wichtig, dass man Kofferraum auch mechanisch öffnen kann. Ja, ansonsten die ganzen Erste-Hilfe, Warndreieck, Warnwesten, befindet sich alles hier. Und man hat kein Reserverad und hat hier Staufläche dafür. Dafür hat man dann dieses Reifenpannenset, was überhaupt nichts bringt. Ja, das dazu. Ja, und wenn es im Winter schneit und hier alles voll ist und man den Schnee nicht wegmacht, dann hat man das Problem, man macht Kofferraum auf und Schnee fällt einem hier rein. Wasser kann hier ziemlich gut ablaufen. Ja, und ansonsten das Ganze hier zum Kofferraum. Ja, Heckbereich. Facelift, haben geänderte Rückleuchten, sind LED-Rückleuchten. Stoßstange ist auch geändert. Ne, Stoßstange ist nicht geändert. Auspuffendrohre sind geändert. Stoßstange bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Kann sein, dass die Stoßstange müsste auch geändert sein, wegen dem Endrohr. Die Endrohre sind auf jeden Fall geändert, aber ich blende Bilder ein bzw. mache Fotos rein und dann kann man das sehr, sehr gut vergleichen. In dem Fall auch PDC hinten. PDCs sind auch anders, deswegen müsste die Stoßstange hinten auch anders sein. Und mehr gibt es hier eigentlich auch nicht zu sagen im Heckbereich. Ja, kommen wir dann einmal zu der Bereifung. Man kann hier, beziehungsweise Felgen und Reifen, ich blende mal eine Liste ein. Ich werde mal eine Liste einblenden, beziehungsweise so ein kleine Tabelle hier machen. Und zwar kann man Mischbereifung fahren, was heißt, oder man kann unterschiedliche Felgen fahren. Die Größe muss immer, Rad-Reifen-Kombination kann man wechseln. Das heißt, hinten breitere fahren, dementsprechend auch andere Reifengröße. Hier haben wir 145, 40, 18 und haben die Felge 8,5 mal 18. Und ich blende die Liste ein, was man sich so alles drauf machen könnte. Serienmäßig. Zubehör kann man natürlich drauf machen, was man möchte. Das Ganze dann auch dementsprechend eintragen. Und Spurplatten kriegt man auch noch drauf. Kommt wieder natürlich drauf an, welche Felgen man benutzt. Und wichtig, Reifenpreis sage ich jetzt 140 Euro circa. Kommt aber natürlich darauf an, welche Marke ihr nehmt, welche Größe und. Das einmal zu der Auflistung zu den Reifen. Und natürlich, wenn ihr ein Auto kauft, Gelenke prüfen, Bremsen prüfen. Hier sind zum Beispiel von ATE welche drauf, deswegen sind da diese Bremsriefen drauf. Und ja, kann man sich auch natürlich drauf machen. Kommen wir auch zum Thema Bremsen. Wir haben hier 4-Kolbensystem. Kommen wir zum Preis. Bremsscheiben, Bremsklötze, vorne komplett circa, je nachdem, nach Marke, circa pauschal könnt ihr mindestens mit 400 Euro rechnen, mit Arbeit. Scheibe, Klötze und Arbeit. Vorne und das einmal zum Thema. Und man kann jetzt nicht sagen, wie viel Laufleistung und, weil je nachdem, wie viel man fährt, wie schnell die verschleißen, welche Qualität man drauf gemacht hat. Das dazu. Ja, hinten haben wir auch den typischen Bremssattel, Bremsscheibe, aber haben Bremsbacken. Wir haben nicht so wie bei VW und wir haben hier auch übrigens eine mechanische Handbremse, keine elektrische. Gibt es bei dem Modell auch gar nicht.
Und das ist ganz wichtig. Ich werde jetzt den Preis sagen, circa Preis für Scheibe und Klötze. Da sind die Backen nicht mit inklusiv. Und da liegt man bei circa 250 bis 300 Euro, kann man locker mit rechnen. Scheibe, Klötze, Arbeit, das Ganze machen zu lassen. Und ja, Reifen ist derselbe, deswegen Reifenpreis bleibt, je nachdem, was man sich halt drauf machen möchte. Ja, gucken wir uns das Auto mal von unten an. Was man zu dem Auto unten sagen muss, beziehungsweise Karosse, Karosserie, Korrosion. Das Auto hat mir keine bekannten Rostprobleme. Natürlich Bremsleitungen und so mit den Jahren, das kommt halt alles und so. Man hat sehr, sehr viele Verkleidungen. So sieht dann einmal Gelenke. Ist klar, dass die mal kaputt gehen. Und Luftfahrwerk, wenn man eins drin hat, kann auch schon gerne Probleme machen. So sieht das Ganze dann einmal von unten aus. Bremsschläuche natürlich gegebenenfalls. So, an den Partikelfilter kommt man auch sehr gut dran. Und ansonsten hat man hier alles voll mit Verkleidungen. Was zu empfehlen ist, dadurch, dass so viele Verkleidungen hier drin sind und sich gerne Wasser sammelt und dann ganz gerne die Bremsleitungen anfangen zu gammeln, Verkleidungen runter, Unterbodenschutz komplett drauf und dann habt ihr sehr lange Ruhe. Unterbodenschutz schadet nie. Ja, wir haben hier Heckantrieb, was man dazu sagen muss. So sieht die Hinterachse aus. So sieht das Ganze einmal von unten aus. Ja Leute, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Da gibt es, wenn man so Kauftipps macht, eigentlich kann man sich unendlich damit beschäftigen. Und ja, also ich hoffe, mit dem Video habe ich demjenigen geholfen, der sich für so ein Fahrzeug interessiert. Und an der Stelle lege ich euch noch ans Herz, wenn ihr ein Auto kauft, egal jetzt ob den CLS, kauft euch einen Diagnosetester, einen kleinen Diagnosetester, damit ihr diese Fahrzeuge auslesen könnt. Und glaubt mir, ihr werdet bestimmt immer einen Fehler auslesen können und könnt schon quasi den Preis für den Diagnosetester rausholen. Natürlich je nachdem, was ihr für einen kauft. Es gibt ja auch schon mittlerweile über Handy-App, über Handy so einen kleinen OBD, damit ihr die Fahrzeuge auslesen könnt. Die Autos haben so viel Elektronik, was man einfach, weil beim Kauf schafft man es auch nicht mittlerweile alle Bedienteile mal zu bewegen, Seitenspiegel mal zu bewegen oder. Dann geht das mal vergessen und dann kann manchmal so ein Seitenspiegel, irgendwo ein Steuergerät Seitenspiegel für die Türelektronik kaputt sein und dann hat man den ganzen Salat. Ja, ich hoffe, mit solchen Videos werde ich euch in Zukunft Freude bereiten und dem einen oder anderen helfen, sein vernünftiges Auto zu finden, weil es gibt echt viele schwarze Schafe, die nicht vernünftige Autos verkaufen und so könnt ihr euch vielleicht auch dadurch schützen. Und wir haben auch eine Playlist, nennt sich TÜV Mängel oder TÜV Vorabcheck, was man so alles abchecken könnte. Wir machen mal so ein kleines Bild rein von einem, aber geht auf den Kanal Vita Wolf Tutorial, wir machen den unten in die Videobeschreibung. Da gibt es eine extra Playlist, was ihr so alles gucken könnt, bevor ihr so ein Auto kauft. Genauso, wenn ihr Zündung anmacht, dass alle Kontrolllampen einmal angehen und wieder ausgehen. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig, damit ihr da keine Probleme habt. Und ja, ansonsten, das Fahrzeug gibt es noch in AMG Optik. Schreibt mal rein, ob wir da auch ein Video separat machen sollen, weil ich versuche immer erst Facelift vor Facelift, da die Unterschiede. Und wenn ich jetzt noch AMG mit reinnehme, AMG Optik, dann muss ich erstens selber recherchieren und zweitens muss ich noch das Auto dazu finden. Das ist ja auch sehr schwierig und ihr könnt ja auch mal gerne unten in die Kommentare schreiben, welche Autos ihr habt, wo und zur Verfügung stellen würdet, beziehungsweise vorbeikommen würdet, um da Videos zu produzieren. Aber das dann alles wahrscheinlich auch in der neuen Halle. Ja, also, lasst bitte ein Abo da und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!